Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute werden wir mal nicht gemeinsam trainieren und schwitzen. Heute möchte ich euch erklären, warum ich seit 3 Jahren um 4 Uhr aufstehe. Und zwar einfach, um alles unter einen Hut zu bekommen. Sprich, Social Media, mein Sport, Freunde, Familie und natürlich mein Hauptberuf. Wie ihr wisst, habe ich vor der Pandemie auch super gerne mein Training für euch in die Story gepackt. Und ja, um dann einfach keinen Stress mehr bei der Arbeit zu haben. So, normalerweise wäre ich jetzt auf dem Weg zur Arbeit, aber heute möchte ich einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Denn ihr wollt wissen, wer ist denn eigentlich unser Coach Fitness KK, was macht sie hauptberuflich? Bevor wir diese Frage klären, wollte ich einfach noch mal ganz kurz sagen, wie bei mir Social Media überhaupt angefangen hat. Viele wissen es vielleicht schon, ich habe 2016, 2017 mich mal als Bikini-Athletin ausprobiert, habe eine Saison quasi absolviert und mein damaliger Coach hat dann gesagt, hier, um dich zu motivieren, um andere noch mehr zu motivieren, fang doch mit Instagram an. Habe ich erst ein bisschen drüber nachgedacht, aber mich dann doch dazu durchgerungen und habe da eben auch Spaß daran entwickelt, andere Leute teilhaben zu lassen an meiner größten Leidenschaft, dem Training und Lifestyle. Ja, unter anderem die meistgestellte Frage war eigentlich die letzten Jahre immer in jeder Fragerunde: KK, was machst du eigentlich hauptberuflich? Denn ihr wusstet, ich habe einen Hauptberuf, das habe ich ja immer kommuniziert, einfach um deutlich zu machen, dass ich eben vieles vereinen möchte oder können muss und habe das aber eigentlich nie kommunizieren wollen. Heute möchte ich es mal erklären und ausholen. Vor ein paar Wochen habe ich dann einfach mal den Spieß rumgedreht und habe euch gefragt, was ihr denn glaubt, was ich hauptberuflich mache. Ja, ein paar ganz witzige Antworten kamen raus. Natürlich waren auch die richtigen Antworten dabei. Super viele haben gesagt, ich bin Ärztin oder Zahnärztin, Krankenschwester, Sozialpädagogin, Lehrerin. Eigentlich war vieles dabei. Ihr wusstet, dass ich auch mal im Schichtdienst gearbeitet habe, von daher vieles raus. Ja, die richtige Antwort war natürlich auch dabei. Die richtige Antwort ist: Ich habe vor 12,5 Jahren ganz normal die Ausbildung zur Polizeikommissarin gemacht. War eine richtig geile Zeit. Studium, Ausbildung, alles tipptopp. Coole Leute kennengelernt, Freunde fürs Leben kennengelernt. Einfach gewachsen. Habe dann auch nach der Ausbildung 2012 dann quasi im Streifendienst angefangen, im Schichtdienst. Da auch 4,5 Jahre meine Erfahrungen gesammelt. War eine super, super coole Zeit. Auch hat mich wirklich zu der Person gemacht, die ich eben heute bin. Ich habe krasse Situationen erlebt, habe natürlich super viel gelernt als Streifenbeamtin, Erstaufnahme von vielerlei Sachverhalten, von schweren Unfällen, Raubüberfällen, Suiziden, Totschlag, brenzliche Situationen erlebt, Schlägereien, angegangen worden, natürlich auch traurige Nachrichten überbracht, Todesnachrichten, also all das, um jetzt nicht ins Detail zu gehen, aber all das und vieles mehr, häusliche Gewalt, all das halt, was man so erlebt. Und hatte da auch immer eine super Zeit. Habe mich dann 2016 aber dafür entschieden, in den operativen Bereich einzusteigen. Bin dann quasi in eine operative Einheit gewechselt und das hat dann aber allerdings so ein bisschen kollidiert mit meinem Vorhaben bei den Wettkämpfen als Bikini-Athletin, sodass ich mich nach einem Jahr dann schon umorientiert habe. Ich bin dann zur Kriminalpolizei gewechselt, weil das einfach nicht kollidiert hat. Und so bin ich jetzt seit auch wieder über 4 Jahren in diversen Kommissariaten als Kriminalbeamtin quasi tätig, als Sachbearbeiterin und darf da auch
sehr, sehr spannende Sachverhalte ermitteln. Ja, warum habe ich den Beruf jetzt so lange geheim gehalten? Für mich war es einfach wichtig, Beruf und Privates zu trennen. Im Social-Media-Bereich steht für mich im Vordergrund, meinen Sport mit euch zu teilen, euch Mehrwert zu bieten, euch zu helfen, mein Mindset zu teilen, Trainings-Inspo, Motivation, all das. Und da wollte ich nicht noch Nachrichten erhalten, die mich als Polizeibeamtin betreffen. Von daher war das eine einfache Sache, warum ich das einfach nicht gemacht habe. Für mich war es eben wichtig, dass ihr wisst, ich habe einen Vollzeitjob, ich bin busy und viel beschäftigt, dass ihr einfach wisst, also Verständnis aufbringen könnt, wenn mal vielleicht nicht so viel kommt und auch vor allem natürlich, um euch noch mehr zu motivieren, was eben alles möglich ist, was man alles vereinen kann, wenn man nur will, dass Sport einfach immer Platz findet, wenn es einem wichtig genug ist. Das war so mein Hauptgedanke. Ja, kommen wir zur nächsten Frage, wie sich das denn alles so vereinen lässt. Also Social Media, Hauptberuf, Freunde, Familie und natürlich mein Partner. Dazu kann ich sagen, dass es eine super detaillierte Planung erfordert, Organisation natürlich, Wille, Leidenschaft und auch ein Stück weit natürlich Disziplin, daher auch das frühe Aufstehen. Es ist schon ein Spagat hier und da, dem Ganzen gerecht zu werden. Und ja, ohne Unterstützung von Dominik und auch inzwischen, darf ich dankenswerterweise sagen, von meinem Management wäre das auch nicht so möglich. Denn die Nachfrage war einfach oder ist in letzter Zeit einfach noch mehr gestiegen. Und seit wir eben auch YouTube angefangen haben, bin ich wirklich dankbar, da diese Unterstützung zu haben. Freunde und Familie, muss ich gestehen, sind hier und da auch vor allem in der letzten Zeit ein bisschen zu kurz gekommen. Und dass es solche Ausmaße annimmt, war eben auch nicht vorhersehbar, sodass ich jetzt auch in der letzten Zeit gemerkt habe, okay, das Feedback ist so grandios, vor allem international auf YouTube und so phänomenal, dass ihr mich so motiviert und ich einfach auch festgestellt habe, dass ich an meine eigenen Grenzen gehe. Weshalb ich mich tatsächlich jetzt dafür entschieden habe, meinen Hauptberuf zu verlassen und mich komplett 100% auf Social Media und allem, was dazugehört, und damit meine ich jetzt nicht nur Instagram und YouTube, eben zu fokussieren, um euch einfach noch mehr Mehrwert zu bieten, um euch helfen zu können. Ich habe einfach festgestellt für mich, das Feedback von euch, das ist unersetzlich und ihr gebt mir so viel damit. Ich merke einfach, dass ich Menschen helfen möchte. Ich möchte euch dazu verleiten, ein gesünderes, glückliches Leben zu führen, ein sportlicheres Leben, euch selbstbewusster werden zu lassen, meinen Teil dazu beitragen, in der Form, dass ich eben einfach meine Leidenschaft mit euch noch mehr teile. Und das war eben bisher begrenzt. Jeder Tag hat nur 24 Stunden und wir haben alle die gleiche Zeit, sodass ich auch viele Projekte, viele Angebote natürlich in der Vergangenheit schon ablehnen musste. Ganz kurzer Abriss jetzt zum Beispiel, in naher Zukunft wurde mir angeboten oder wurde ich gefragt, das wirklich eine ehrenvolle Frage war, ob ich denn ein Hauptcoach bei der Fernsehsendung The Biggest Loser sein möchte. Also sprich als Teamcoach einer der beiden Teams hätte agieren wollen. Habe ich abgelehnt aus diversen Gründen, kann ich vielleicht auch mal auf Instagram nochmal ein bisschen erklären. Ich habe für mich jetzt einfach festgestellt, also ich bin prinzipiell ein 100% Mensch, dass ich so langsam an meine Grenzen komme, wenn der Hauptjob einfach null darunter leiden soll. Und das sollte er natürlich nicht. Sodass ich jetzt für mich einfach eine Entscheidung treffen musste. Was gibst du auf? Und ich habe jetzt natürlich das Ganze nicht über Nacht entschieden. War auch keine leichte Entscheidung. Aber habe für mich einfach festgestellt, dass mir das, was ich von euch bekomme, allein, selbst wenn ich nur einer Person helfen kann, gibt mir das so viel zurück und das ist einfach unglaublich und es ist einfach das, was ich zukünftig machen möchte. Ich möchte Leuten helfen. Klar habe ich bei der Polizei auch Menschen geholfen, habe natürlich auch meinen Teil dazu beigetragen im Großen und Ganzen.
Aber das hier ist einfach kein Vergleich. Das kann man auch nicht. Man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich habe einfach für mich einfach eine ganz andere Motivation und sehe, habe da eine Vision einfach vor mir. Und das ist einfach das, wo ich zukünftig noch mehr Energie reinstecken möchte, noch mehr investieren möchte, um euch einfach noch mehr helfen zu können. Denn bisher war es einfach mehr oder weniger auf Sparflamme. Ich habe meine Leidenschaft zwar geteilt, aber natürlich war das alles begrenzt. Ja, jetzt wird es natürlich auch den einen oder anderen geben, der sich fragt, wow, wie kann man denn 12,5 Jahre an den Nagel hängen, wie kann man einen so sicheren Job einfach aufgeben, Beamtenstatus aufgeben? Und dazu kann ich nur sagen, dass das wirklich Wichtige im Leben für mich ist, glücklich sein. Und ich habe für mich, und das war nicht über Nacht, festgestellt, dass das, was ich hier mit euch habe, was ihr mit zurückgebt, was ich mit euch teilen kann, was ich einfach da draußen anrichten kann, dass mich das glücklich macht. Und so ist die Entscheidung gefallen. Ganz klar. Ja, nun freue ich mich auf jeden Fall auf alles, was noch kommt, auf alle Projekte, die zukünftig anstehen, auf alles, was wir als Community zukünftig erleben dürfen. Wer weiß, wo die Reise so hingeht. Und vielleicht auch nochmal ganz kurz zur Motivation für das Video. Also mir war es wichtig, euch einfach mal ein bisschen Transparenz zu schaffen. Ja, wie sah so der Spagat aus zwischen all dem und vor allem auch euch zu motivieren, nicht euren Beruf jetzt an den Nagel zu hängen, das meine ich nicht, aber euch zu motivieren, was eben alles möglich ist, weil ihr habt eben einfach immer nur einen Bruchteil gesehen und wenn einem der Sport oder auch andere Dinge im Leben einfach wichtig sind, dann gibt es Möglichkeiten, dafür Platz zu schaffen. Und das ist einfach meine Hauptmotivation. Es gibt immer Platz. Und natürlich mit meinen effektiven beziehungsweise mit meinen kurzen, aber effektiven Workouts gibt es sowieso immer Platz. Ansonsten, wenn ihr das Video mögt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mich unterstützt, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt. Und natürlich über Feedback freue ich mich. Und was auch ganz lustig ist, neben all den Vermutungen, was ihr oder was ich jetzt schon so hören durfte, was ich beruflich mache, gab es natürlich auch schon die eine oder andere Wette zu Hause in den einzelnen Familien. Und da bin ich auch mal gespannt, wer dann jetzt hier so was gewonnen hat, wie die Wetten ausgegangen sind. Also lasst mich da gerne teilhaben. Und ja, bis dahin, bleibt gesund. Ich freue mich wieder aufs nächste Mal mit euch zu schwitzen und freue mich auf alles, was noch kommt. Bis dahin, eure KK.